Der Reisetag startet mit einem typisch marokkanischen Frühstück. Dann machen wir uns mal auf den Weg von Aït Ben Haddou nach Marrakesch. Wir haben hier von dem Hotelbesitzer noch einen sehr, sehr guten Tipp bekommen, dass wir oben lang fahren sollen, weil dort eine ziemlich schöne Strecke sein soll. Und ich bin so gespannt auf Marrakesch und auch, was der Weg dahin noch so zeigt. Es gibt immer wieder irgendwas Neues. Mein Sena hängt gerade auch nur noch am seidenen Faden. Irgendwie ist beim Runterfallen des Helms auch so ein bisschen die Halterung kaputt gegangen. Wir und unsere Motorräder sind dafür top in Schuss für diesen Fahrtag. Was ein Start hier heute auf dem Motorrad. Es ist einfach so schön, direkt inmitten dieser Sandsteinberge zu starten, in dieser Landschaft, die nur daraus besteht. Man kommt sich vor, als wenn man sehr, sehr viel Weite um sich hat. Total beruhigend irgendwie für die Augen. Und zack, da sind wir auch schon wieder auf 1600 Metern. Und das eine halbe Stunde, nachdem wir losgefahren sind. Und ich glaube, da waren wir ziemlich tief. Dieser blaue Himmel zeichnet die Konturen der Berge noch stärker. Da haben wir jetzt echt auch ein total gutes Wetter für diese Tour hier heute. Diese Erfahrung hier zu sehen, wie die Menschen hier leben, die Armut, ich meine, das ist ein hartes Leben, auf jeden Fall, vor allem von unseren Augen aus betrachtet, ne? Wenn die hier mit ihren Spitzhacken, Bauarbeiter ohne Helm und also das Leben hier ist, glaube ich, echt ein hartes, aber die Menschen, die kennen das halt, ne? Und haben sich da so dran angepasst und sind trotzdem total freundlich zu uns. Also die könnten ja auch richtig Hate haben und sagen, ihr scheiß Touristen, ey, ihr habt all das, was wir nicht haben. Und ganz das Gegenteil ist der Fall. Es ist auch einfach irgendwo ein anderes Leben. Es ist ein Leben, was näher am eigentlichen ursprünglichen Leben halt dran ist. Ja. Du stehst halt morgens auf und deine Arbeit ist dafür zu sorgen, dass du was zu essen hast und dass du wohnen kannst. Hart gesagt in Anführungsstrichen überleben. Dafür hast du halt viele Sorgen und Stress, den wir haben. Was ja zwar vielleicht aus deren Sicht Luxusstress ist und Luxusprobleme, aber am Ende sind es trotzdem Probleme und Stress. Und das haben die dafür hier nicht. Es ist auch mega bereichernd, das hier zu sehen und ich sehe das absolut mit Respekt, was die hier machen, wie die hier leben. Und es gibt wahrscheinlich so zwei Arten von Marokko, wie Menschen, die dahin reisen, das erleben. Es gibt, glaube ich, einmal diese Pauschalreisenden, die mit diesen Touristenbussen hier angekarrt werden an die Hauptattraktionen. Und ansonsten sind die halt vor allem in ihrem Hotel, wo alles so nach europäischen Standards sauber ist. Und dann gibt es eben auch das andere Marokko, was so dazwischen liegt, wo du die Menschen siehst, wie die schweißen, wie die arbeiten, wie die einfach auch leben in Höhlen oder ja, in der Wüste. Oder es ist halt sowas, was ich nicht missen möchte, aber was, glaube ich, ganz viele dann nicht kennen und deswegen Marokko als ein ganz anderes Land wahrnehmen. Manchmal fahren die, manchmal fahren die hier krass auf deiner Spur. So, du denkst, ja, jetzt habe ich hier 2 Spuren für mich, aber nein. Komplett, ne? Nicht nur einmal ein bisschen kurz angeschnitten. Ja, die nehmen das einfach wirklich so wahr. Muss man mal hier sagen, das ist echt gar nicht so ungefährlich. Die parken hier einfach auf diesen schlängeligen Strecken, so mitten hinter den Kurven auf der Straße. Marrakesch, 96 Kilometer, für uns nur noch 90. Wir haben das Riad nämlich jetzt ausnahmsweise schon per Booking gebucht und bezahlt, weil es war jetzt wirklich gar nicht ganz so einfach. Also wir hatten den Tag davor schon mit 2 verschiedenen
Riads telefoniert, weil wir einfach abchecken wollten, ob die auch Parkmöglichkeiten haben. Und das ist echt ein Ding. Marrakesch ist natürlich super eng. Einer hatte uns dann angeboten, ja, er hat eine Garage am anderen Ende der Stadt, da wird er uns dann ein Taxi bestellen und so. Da haben wir auch gedacht, so nee, also auf gar keinen Fall. Wenn man dann schon einen Riad hat, will man dann noch die Motorräder am anderen Ende der Stadt irgendwie stehen haben. Und wir haben jetzt eins gefunden per Booking, da hatten wir dann auch vorher angerufen und gefragt, ob die sichere Parkmöglichkeiten haben für die Motorräder. Und sie sagte ja. Und die Unterkunft war jetzt so gut bewertet. Jetzt mal schauen, wie das dann am Ende so ist. Caro, der kleine Schimpanse bei der Wasseraufnahme. Es geht. Das meiste fließt zwar daneben, aber ein bisschen was kommt auch rein. Scheiße. Ja, es ist hier abgebrochen komplett. Oh nein. Ja, der Halter ist wohl durch. Mist. Es kommt davon, wenn man seine Sachen immer durch die Gegend wirft. Tape, haben wir nicht Tape? Klebe ich das jetzt einfach hier richtig doof hier so dran. Das muss ja nur jetzt hier, dass es nicht so abfällt. Geht ja nur darum, dass du es nicht verlierst. Der Weg nach Marrakesch von Aït Ben Haddou ist hier wirklich so abwechslungsreich. Heute Morgen in diesem orangenen Felsen gestartet. Sind wir jetzt hier schon wieder ganz weg von der Farbe. Dafür sind wir jetzt in diesem grünen, gedeckten. Also den Weg können wir euch sehr empfehlen. Toll, dass der Hotelbesitzer uns den Tipp gegeben hat. Jetzt weiter nach Marrakesch. Manchmal sind die Hunde so süß und gucken einen mit so einem lieben Blick an. Da kann man gar nicht anders machen. Will die auch nicht anfassen, ne? Das sind so arme Teufel hier, aber die sind so schön. Caro vergiftet hier wieder die einheimischen Tiere. Ich esse das selber, was ich denen gebe. Das heißt ja nichts. Hunden niemals Schokolade geben, heißt es dann wieder. Ich habe nur das Trockene gegeben. Keine Schokolade dran. Ich sage euch eins, so ein marokkanischer Hund, der kann auch Pappe und Plastik essen. Nee, lass mal. Mann, ich trau mich nicht. Ja, besser nicht, die haben auch alle Krankheiten der Welt. Ja, Caro, ich dachte, wir teilen uns das. Ich krieg da nichts mehr von ab. Ey, das Ding ist noch so groß. Hier. Das ist auch schon wieder hier rattenheiß, ne? Hier, 35 Grad. Und das Kommunikationssystem hängt auch nur noch am seidenen Faden, beziehungsweise Gaffertape. So, hier der Anfang von Marrakesch. Jetzt noch 9 Minuten bis zu unserer Unterkunft. Es ist schon ziemlich gruselig. Man Wir kommen uns hier beide ein bisschen vor wie bei Mario Kart, wo es irgendwelche Hindernisse zu umfahren gilt und darum bloß nicht drauf zu gehen oder irgendwo unter die Räder zu kommen. Aber das klappt hier erstaunlicherweise ziemlich gut. Und dann haben wir dieses Level geschafft. angekommen. Aber das ist aber ganz nett, dass das hier in so einer kleinen Gasse ist, ne? Kaum angekommen, geht es auch schon wieder auf die Bikes, zu deren Hotel, die Garage, die zwar erstmal wenig vertrauenserweckend aussieht, aber sie wurde uns vom Personal des Hotels empfohlen, also vertrauen wir denen mal.
Okay, Herbert, hab ein paar schöne Tage hier unten. Ich hoffe, ich treffe dich genauso an, wie du gerade bist, wenn wir wiederkommen. Wir zahlen jetzt hier 300 Dirham für die 3 Nächte. 5 Euro pro Nacht pro Person. Und falls dann doch ein Motorrad fehlen sollte, um die Ecke gibt es direkt Ersatz. Der Lärm der Gassen verstummt, sobald wir das Riad betreten. Das Zimmer fällt insgesamt etwas kleiner aus, als auf den Booking-Bildern vermuten ließ. Aber insgesamt, Leute, die Sachen passen hier rein. Julian duscht gerade, das Bad ist auch kleiner, aber fein. Reicht das für die 3 Tage. Immerhin, alles ist sehr schön eingerichtet. So, hier hat man einmal einen schönen Blick über Marrakesch. Wunderschönen Rundumblick. Also hier wird, glaube ich, morgen das Frühstück sein. Da unten ist direkt schon die Gasse, wo die ganzen Verkäufer ihre Lädchen haben. Ankunft in Marrakesch und wir machen jetzt mal hier unseren ersten Gang durch die schmalen Gassen. Uns wurde gerade schon gesagt, dass wir nicht einfach irgendwas filmen sollen, beziehungsweise dass wir vorher fragen sollten, weil es sonst Probleme geben könnte. Die Dunkelheit der Nacht legt sich über Marrakesch. Doch wer erwartet, dass damit Ruhe einkehrt, der irrt. Ganz das Gegenteil ist der Fall. Die Stadt erwacht zu neuem Leben. Souks von Marrakesch. Richtig was los. Sobald Abend ist, füllen sich hier die Gassen. Hier Frühstück auf der Terrasse mit dem Blick hier in den Innenhof des Riads. So Leute, und wir wechseln jetzt das Zimmer. Uns wurde nämlich gerade angeboten, ein größeres zu nehmen. Aber sie kamen auf uns zu und meinen, ihr saht irgendwie nicht so glücklich aus gestern. Und deswegen haben wir jetzt die Möglichkeit, hier in ein noch größeres Zimmer zu kommen. Und die Fenster gehen, wie es typisch ist für diese Riads, zu dem Innenhof. Und es ist wirklich eine ganz andere Temperaturangelegenheit, hier morgens unterwegs zu sein. Und einfach auch eine ganz schöne Stimmung hier in den Gassen, die nun im Vergleich zu gestern Abend viel, viel leerer sind. Verkehr ist hier natürlich trotzdem. Und sowas wie gestern Abend mit diesen Affen passiert uns hier heute am Morgen wohl auch nicht ganz so schnell. Ja, ey, das war wirklich krass. Also ich hatte da gar keinen Bock drauf. Ich habe das überhaupt nicht mitgekriegt. So, ich laufe auf einmal so aus dem Nichts, habe ich so einen Affen auf dem Arm. Also, nochmal zurück zu gestern Abend. Wir schlenderten nichtsahnend durch die Menschenmenge und plötzlich hatte Julian einen kleinen Affen auf dem Arm sitzen. Aus einem wurden 2 und dieser komische Hut auf seinem Kopf, ja, wie der da drauf gekommen ist, könnt ihr euch denken, genauso wie die Affen. Das kriegt man hier so auf den Arm gesetzt einfach, toll. Soll das 5 Minuten halten, kostet 50 Euro wahrscheinlich. Ich will das nicht, ich wollte das nicht. Take it away, please. No, you don't want it, you can take it. Ja, jetzt musst du was geben. So läuft das hier. Madame. Nein, I don't want it. No, thank you. No, I don't want it. No, I don't want, thank you. Weil die gehen auch mit den Tieren halt einfach so, der fällt da auf den Boden, liegt dann da, die reißen ihn einfach am Arm hoch. Also das ist wirklich einfach nur so ein Münzgeldautomat für die, so ein Tier. Und weiß nicht, ich finde, das sollte man auch nicht unterstützen. Das war jetzt keine freiwillige Aktion von uns, so haha, lustig der Affe, sondern ich hatte da gar keinen Bock drauf. Aber du musstest ja erstmal irgendwie die Situation da wieder abwimmeln. Oh, guck mal, kleine Schildkröten. Oh mein Gott. Apropos, ja genau, okay, kleine Mini-Schildkröten. Süß. Sind süß, ja bestimmt sind die süß. Aber ob es denen gut geht, ich weiß es nicht. Aber gut, das ist halt eine ganz andere Kultur hier. Marrakesch wurde im 11. Jahrhundert gegründet und war dort ein wichtiger Halt auf den transsaharischen Handelsrouten, die Nordafrika, den Nahen Osten und Europa verbanden. Durch beeindruckende Tore traten die Händler ein, um Gold, Salz und Textilien zu tauschen. Du hast hier also einen Schatz gefunden, ja? Die Dose, die finde ich cool. Super.
Und Aladdin hat hier auch mal seine Lampe gehabt. Heute sind die Souks von Marrakesch ein labyrinthartiges Netzwerk aus historischen Märkten in der Medina, also der Altstadt, berühmt für ihr buntes Chaos. Sie bieten ein orientalisches Einkaufserlebnis und Handeln ist hier Pflicht, wobei der reale Preis oft nur bei 10-20% des ersten Angebots liegt, wie wir schnell feststellen. Is okay when we film? Yes, okay? Ja. So sind wir direkt schon wieder drin hier in so einem Ich habe Thema. gefragt, wie teuer die ist und jetzt werde ich hier gleich eingekleidet. Ja, okay, wir haben es jetzt doch genommen. Er wollte eigentlich ursprünglich 700, dann 650 und am Ende, du musst hartnäckig bleiben und dann hat er es doch noch für 300 verkauft. Deswegen meinte ich für 350 einfach nö und dann einfach hartnäckig bleiben. Mit Sicherheit wird das auch für noch weniger weggehen. Die Kutsche fahren kann man auch. Wobei zu Fuß das Eintauchen in das belebte Treiben der engen Gassen und großen Plätze gefühlt viel intensiver ist. Schnell weg, ey, schnell weg hier. Und die Schlangenbeschwörer sind nicht zu überhören. Das war jetzt gerade dieser große Platz, wo wir eben noch mal drüber gelaufen sind, wo gerade die Baustelle ist und wo wir gestern Abend das Affenerlebnis hatten. Das war der Place Jemaa El Fna. Ja, hier sind insgesamt ein paar Bauarbeiten, auch an der Koutoubia-Moschee. Da hat man nicht den vollen Blick auf das Denkmal, sondern eher auf Gerüst. Es handelt sich hierbei um die größte Moschee von Marrakesch und eine der ältesten Marokkos. Abends zurück im Hotel wird das Videomaterial gesichtet. Was meinst du? Was für ein Jodi? Ich google das gerade mal, was ich meine. Was meinst du? Erzähl erstmal nochmal so, was du meinst. Ja, so ein plüschtierartiges Gebilde, was so auch die Ohren so zu den Seiten hat. Jodi? Keine Ahnung. Ich habe das nie geguckt. Ach da, die Macht hier, das könnte es sein. Ein weißes, Ja, so mit den... Ich habe ein BH an. Wenn du gerade filmst, dann möchte ich kurz sagen, dass ich nicht in BH gefilmt werden möchte. Jedi, genau, das ist es. Das so ungefähr war. Yoda heißt der? Yoga. Ich kenne nur Yoga. Größe ist nicht alles. Die kleinere Truppe, wir sind dafür größer im Geist. Jedi heißt der. Ist das ein Jedi-Typ? Warum? The Force be with you. Und womit hat das jetzt was zu tun mit der Baustelle? Was? Nein, ich habe gerade diese Aufnahme gemacht und ich sehe einfach original aus wie dieser Typ mit meinen Haaren hier an den Seiten. Insgesamt ein paar Bauarbeiten, auch an der Koutoubia-Moschee. Da hat man nicht den vollen Blick auf das Denkmal, sondern eher so auf Gerüst. Das stimmt. Am nächsten Morgen sind die belebten Gassen von gestern wie leer gefegt. So, es ist 9:45 morgens und wir sind auf dem Weg zur Medresa Ben Youssef. Und die vielen Stände, die machen jetzt auch gerade erst auf. Ohne Google Maps würden wir wahrscheinlich oft auch gar nicht wieder zum Hotel zurückfinden, weil eine Gasse gleich der anderen, man kann das gar nicht so auseinanderhalten. Hier wird der Boden nass gemacht. Damit es nicht so staubt. Ne? Super angenehm jetzt gerade, dass man hier mal einfach auch, was den Tourismus Menschenmasse angeht, so hier mal einfach auch die Wege nutzen kann, um voranzukommen, um hier auch durchzulaufen. So, hier ist die Bibliothek Ben Youssef und hier sind jetzt die ersten Hinweisschilder. Kostet jetzt pro Erwachsener 50 Dirham, also 5 Euro ungefähr. Die meisten Sachen hier kosten sonst so um die 10 Dirham. Das geht dann doch schon voll um diese Uhrzeit, ne? Das hätte ich nicht gedacht. Dies ist der Eingangsbereich der Medresa Ben Youssef, einer ehemaligen Koranschule aus dem 16. Jahrhundert, die als eine der größten und bedeutendsten Bildungsstätte für die islamische Theologie in Nordafrika gilt. Der zentrale Innenhof mit einem großen Wasserbecken ist umgeben von aufwendig verzierten Arkadengängen. Details aus Zedernholz und Dekorfliesen fesseln meinen Blick. Es
ist ja alles super filigran gearbeitet und es sind verschiedene Handwerker und Historiker hier zusammengekommen, um dieses Gebäude so zu restaurieren. Alles natürlich dank des Königs, das wird auch immer wieder hier betont, ja, der sich darum gekümmert hat, dass das hier alles so gut erhalten geblieben ist. Ja, also diese Holzschnitzereien in den Türen, das ist echt ganz typisch hier für Marokko. Also nicht nur hier in der Médersa, sondern auch in allen möglichen Hotel- und ja, Wohnbauten von denen hier. Auch diese Rundbögen hier, das ist alles komplett verziert. Nichts für Leute mit ganz breiten Schultern. Wenn man überlegt, dass das alles 1564 und 65 erbaut wurde, ist das alles schon richtig, richtig alt und trotzdem, ja, so gut erhalten. Einst lebten bis zu 900 Studenten zeitgleich in den 130 kleinen Zimmern im Obergeschoss. Das ist wirklich so ein bisschen wie im Knast, ne? Boah, ich würde richtig kirre werden, wenn das hier mein Zimmer wäre, wo ich quasi mein Studentenwohnheim habe und hier lernen darf. Und schlafen wahrscheinlich, ne? Das ist nicht viel. Ich kann hier meine Arme ausstrecken, ich komme fast zu beiden Seiten. Au, Kopf gestoßen. Zweite Etage. Hier kann man noch so hochstapfen und dann in so einen Dachbodenraum. Wie man auch in anderen mittelalterlichen Bauten bei uns sehen kann, ist auch in diesem Land klar erkennbar, wenn man so die Türproportionen und Treppen und sowas sieht, dass es aus einer Zeit stammt, wo auch hier die Leute noch ein bisschen kleiner waren. Ne? Ja, also hier ist es... Haben die sicherlich nicht extra so gemacht, dass man sich den Kopf stößt, ne? Ja, macht echt Spaß hier rauszugucken. Nach der aufwendigen Restaurierung ist die Médersa seit 2022 wieder als Museum zugänglich und eines der Highlights der Stadt. Sie war über 400 Jahre lang ein Zentrum des Wissens, bevor sie in eine historische Sehenswürdigkeit umgewandelt wurde. Direkt neben der Médersa Ben Youssef habt ihr hier noch das Museum von Marrakesch. Soll auch sehr gut sein. Wir sind froh, dass wir das jetzt so früh morgens schon hinter uns haben, weil jetzt, wo wir gerade gegangen sind, ist es noch voller als vorher. Also absolute Empfehlung. Geht früh, dann habt ihr da ein bisschen mehr von. Es ist insgesamt eine Sache, die kann man gut so im Tag mitnehmen. Wir haben ja jetzt insgesamt 2,5 Tage hier in Marrakesch und für mich als jemand, der nicht unbedingt der Großstadtmensch ist, reicht das auch vollkommen. Ja, finde ich auch. Also ist wirklich in Ordnung. 2 Tage kann man machen. Was hier sehr empfohlen wird, ist ein Barbershop. Also kriegt Julian jetzt mal eine neue Frisur. So, dann bin ich mal gespannt, wie du gleich aussiehst. Wir haben hier ein Vorher und dann machen wir gleich ein Nachher. Nicht, dass er nachher so aussieht. Oder gar so. Oder so. Er kriegt jetzt hier für 100 Dirham die Haare geschnitten und für 50 Dirham noch den Bart. Sieht ein bisschen aus wie beim Zahnarzt, aber die Zähne bleiben drin. So, nachher, das Tattoo ist wieder sichtbar. Und war dann jetzt nicht notwendig, aber für einen Zehner kann man das halt mitnehmen. Der kostet halt bei uns das Dreifache. Die Sonne geht so langsam unter und wir genießen das hier von der Dachterrasse unseres Riads. Und es lohnt sich allein deswegen schon, sich ein Riad hier in der Innenstadt von Marrakesch zu nehmen. Es ist so geil, von oben auf diesen Trubel in den Gassen zu gucken und ja, diesen Sonnenuntergang, das ist malerisch. Was man aus den Gassen gar nicht mitbekommt, ist, was auf den Dächern abgeht. Das ist nochmal so ein ganzes Eigenleben, nochmal so eine Etage für sich. Gerade wenn man hier oben steht, sieht man das nämlich, was hier so nebenan abgeht. Die hängen die Wäsche auf. Hier teilweise ohne Geländer haben die dann da ihre Ebene oben auf dem Dach, was wir in Deutschland niemals machen würden, weil es einfach saugefährlich ist. Also man mag hier vielleicht auf der einen oder anderen Dachterrasse einen schöneren Ausblick haben mit so einer Cocktailbar und irgendwie so ein Zeug, um hier als Tourist einen schönen Abend zu verbringen. Aber dafür ist das hier echt real. So. Also hier ist man so in so einem Viertel, wo auch Einheimische unten draußen sitzen und vor allen Dingen hier gegenüber leben und dann hier abends rauskommen und da irgendwas auf ihren Dächern machen. Ne? Sieht alles ein bisschen schrottig aus, aber hat auch irgendwie was, wenn man das Gefühl hat, hier mehr drin zu sein.